1995 stießen Archäologen in der Südtürkei auf einen Steinpfeiler. Seine Oberfläche zeigte einen Sternenhimmel, den seit 13.000 Jahren kein Mensch mehr gesehen hatte. Im Mittelpunkt ein Geier mit ausgebreiteten Schwingen, der nach Norden wies, genau auf das Sternbild Schwan. Unter seinen Krallen ein Gewirr von Symbolen. Manche Forscher deuten sie als Darstellung eines Kometeneinschlags, der einst die Welt in Dunkelheit stürzte. War das die erste astronomische Warnung der Menschheit? Göbekli Tepe ist nicht einfach alt. Es ist älter als der Ackerbau, älter als die ersten Städte, 7000 Jahre älter als die Pyramiden. Jäger und Sammler, die keine Schrift kannten, errichteten diese Anlage im heutigen Südosten der Türkei. Um 8000 v. Chr. Wurde sie gezielt verschüttet, als hätten ihre Erbauer sie für eine Zukunft bewahren wollen, die sie sich nicht vorstellen konnten. Von über 200 Pfeilern hebt sich Nummer 43 ab. Während andere abstrakte Zeichen oder einzelne Tiere zeigen, ist dieser anders. Eine dichte, durchdachte Komposition aus Kreaturen und Formen, die eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte beginnt mit einem Geier. 2017 veröffentlichte der Astrophysiker Martin Sweatman eine Studie, die in der Archäologie für Aufsehen sorgte. Anhand präziser 3D-Scans argumentierte er, der Geier auf Pfeiler 43 sei kein gewöhnlicher Vogel, sondern das Sternbild Schwan, exakt so positioniert, wie es um 10.950 v. Chr. Am Himmel stand. Darunter ein Gürtel aus Tiersymbolen, Skorpion, Fuchs, Schlange. Sweatmans Team identifizierte sie als den Tauriden-Meteorstrom, eine Trümmerspur eines Kometen, der bis heute die Sonne umkreist. Und hier wird es unheimlich. Die Tauriden stehen im Verdacht, für verheerende Einschläge in der Erdgeschichte verantwortlich zu sein, darunter das jüngere Dryas-Ereignis, eine plötzliche 300 Jahre andauernde Kälteperiode, die um 10.950 v. Chr. Begann. 2023 machten hochauflösende Scans eine noch beunruhigendere Entdeckung. Unter der Oberfläche des Pfeilers, fast unsichtbar für das bloße Auge, kam eine menschliche Figur zum Vorschein, kopflos. Die Aufnahmen zeigten sie ausgestreckt, als wäre sie von einer unsichtbaren Gewalt niedergestreckt worden. Für Sweatman und seine Kollegen war das der letzte Beweis. Eine Darstellung der menschlichen Opfer der Katastrophe. Doch nicht alle teilen diese Deutung. Kritiker argumentieren, die kopflose Gestalt könne alles Mögliche bedeuten. Eine mythologische Figur, ein rituelles Opfer oder schlicht künstlerische Freiheit. Immerhin hinterließen die Erbauer von Göbekli Tepe keine schriftlichen Erklärungen. Wir stehen vor Symbolen, die Menschen schufen, deren Welt wir uns kaum vorstellen können. Pfeiler 43 ist mehr als ein Relief. Er ist ein Mechanismus. Seine Ausrichtung innerhalb der runden Anlage von Göbekli Tepe stimmt exakt mit dem Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende überein. Am längsten Tag des Jahres fiel das erste Licht der Morgendämmerung genau auf die Vorderseite des Pfeilers, als würde es seine Botschaft aktivieren. Das war kein Zufall. Die Erbauer von Göbekli Tepe waren Jäger und Sammler, doch ihr Verständnis des Himmels war so präzise wie das der modernen Astronomie. Sie verfolgten die Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen und meißelten dieses Wissen in Stein. Falls die Kometenhypothese stimmt, war Pfeiler 43 kein Denkmal, sondern eine Warnung. Eine Uhr, die bis zur nächsten Katastrophe herunterzählte. Doch die Kometenhypothese hat ein Problem. Sie stützt sich auf eine Kette von Annahmen, dass die Tiersymbole Sternbilder darstellen, dass der Geier der Schwan ist, dass die kopflose Figur ein Katastrophenopfer zeigt. Archäologen wie Jens Notroff warnen davor, moderne Deutungen in Symbole hineinzulesen, die alles bedeuten könnten. Vielleicht erzählen die Reliefs von Göbekli Tepe einen Schöpfungsmythos, eine religiöse Erzählung oder eine Karte des Jenseits. Ohne schriftliche Aufzeichnungen werden wir es nie sicher wissen.
Dennoch sind die himmlischen Übereinstimmungen auffällig. Der Geierkopf zeigt tatsächlich auf den Schwan. Der Tiergürtel entspricht dem Tauridenstrom. Die Ausrichtung zur Sonnenwende ist unstrittig. Also eine Warnung aus der Vergangenheit oder ein Zufall, der in Stein gemeißelt wurde? Falls Pfeiler 43 tatsächlich eine Warnung ist, stellt das alles in Frage, was wir über die frühen Menschen zu wissen glaubten. Das waren keine primitiven Steinmetze, die planlos Zeichen ritzten, sondern Astronomen, die Himmelsereignisse mit erstaunlicher Präzision verfolgten. Sie errichteten Göbekli Tepe nicht als Tempel, sondern als Observatorium, als Bibliothek, als Denkmal für ein Wissen, das eines Tages Leben retten könnte. Und das 7000 Jahre vor den ersten Städten. Doch eine Frage bleibt: Wenn sie klug genug waren, einen Kometeneinschlag vorherzusagen, warum hinterließen sie dann nicht mehr Warnungen? Oder taten sie das vielleicht doch? Göbekli Tepe wurde aus einem bestimmten Grund verschüttet. Vielleicht wussten seine Erbauer, dass irgendwann jemand es ausgraben und verstehen würde. Heute steht Pfeiler 43 regungslos in der türkischen Landschaft, so wie seit 12.000 Jahren. Der Geier weist noch immer nach Norden. Die kopflose Figur liegt noch immer unter der Oberfläche. Und jedes Jahr zur Sommersonnenwende fällt das erste Licht der Morgendämmerung auf sein Gesicht, als wollte es uns erinnern: Der Himmel ist nicht immer unser Verbündeter. Was, wenn die älteste Zivilisation der Welt uns vor etwas warnen wollte? Und was, wenn wir immer noch nicht zuhören? Wenn dich Geschichten faszinieren, die wahr sind und trotzdem kaum zu glauben? Dann abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, aus welchem Land du zuschaust. Bis zum nächsten Mal.